Ich heiße Uli Maurer. Ich war 14 Jahre im Bundesrat, damals auch zuständig für die Finanzen, und jetzt genieße ich mein Rentnerleben mit sehr vielen Hobbys, die ich weiterpflege im Finanzbereich. Ich hatte ganz wenige Leute, die gesagt haben, das ist eine Riesenchance für die Schweiz. Wir haben die Technologie, wir haben die Hochschulen, wir müssen das umsetzen, wir müssen das regeln. Und mit dieser knappen Handvoll Leute sind wir dann vorwärts gestürmt. Wir haben auch das Silicon Valley besucht, um andere Eindrücke zu gewinnen, um uns etwas einzuordnen. Wir hatten sehr viele Kontakte mit der Branche, mit einzelnen Branchenvertretern, vor allem auch mit dem Kanton Zug, der hier eine gute Vorreiterrolle gespielt hat. Und dann ist eine sehr große Dynamik entstanden, und wir haben eigentlich in der Verwaltung und mit allen Partnern, die wir hatten, daran geglaubt, dass hier eine Chance besteht für die Schweiz und dass daraus etwas entstehen kann, wenn man rasch genug ist. Man hat gesagt, braucht es eine Regelung der Technologie, also muss die Technologie reglementiert werden oder einfach die Prozesse. Und wir haben uns dann eigentlich fast als erstes Land darauf konzentriert, die Prozesse zu regulieren und nicht die Technologie. Die Technologie kann sich weiterentwickeln. Die Nationalbanken waren für diese Gespräche damals nicht bereit, sie sind es auch heute nicht. Und ich glaube, es ist auch nicht die Zeit dafür, sich darüber zu unterhalten, weil die Nationalbanken mit aller Schwerfälligkeit, die sie haben eben doch eine gewisse stabilisierende Wirkung auf das Land, auf die Wirtschaft, auf den Finanzbereich. Und ich bin der Meinung, dass man das im Moment so lassen muss. Aber man muss Spielräume schaffen, man muss die Leitplanken öffnen, damit sich diese Technologie in dieser Welt entfalten kann, neue Fortschritte anwenden kann, und es braucht einfach Leitplanken. Man muss eigentlich nicht sagen, was alles geht, sondern ganz weit sagen, das geht im Fall dann nicht und sonst sucht euren Weg. Ja, die Technologieneutralität ist ganz wichtig. Wenn der Staat beginnt, die Technologie zu regeln, dann verhindert er eigentlich die weiteren Fortschritte. Darauf haben wir ganz bewusst verzichtet, und die Technologie hat sich auch weiterentwickelt, auch wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass es manchmal etwas an Schwung verloren hat. Und ich hoffe, dass die Branche diesen Schwung wiederfindet, auch in der Forschung. Ja, es gab damals verschiedene Akteure, die sich damit beschäftigt hatten. Uns am nächsten war damals Liechtenstein, die auch sehr rasch ein Gesetz gemacht haben, allerdings technologieorientiert. Wir haben die Technologieneutralität gewählt. Wir waren lange so Kopf an Kopf. Dann gab es andere Akteure, aber die Schweiz hat eigentlich diese Vorreiterrolle äh, beibehalten, aber nicht nur wegen der Politik oder wegen der Administration, sondern wir haben eigentlich sehr eng zusammengearbeitet mit der Branche. Wir haben ständig runde Tische organisiert, haben einen Austausch gepflegt. Was braucht ihr? Was wollt ihr? Was können wir unterstützen? Und ich glaube, dieser enge Austausch mit der Branche hat dazu geführt, dass die Schweiz einen Vorsprung hatte. Und ich glaube, das ist für einen kleinen Staat ganz, ganz wichtig, dass man alle Akteure am Tisch hat. Also bei uns waren wir eigentlich nur koordinierend vom Bund. Wir hatten den Kanton Zug vor allem, der hier vorangegangen ist. Zürich hat etwas mitgemacht, später auch Genf. Dann war es insbesondere damals die FINMA und die Nationalbank, die hier aktiv mitgeholfen haben. Und wir haben uns immer wieder abgeglichen mit anderen Staaten. Und natürlich gibt es Unterschiede, aber ich glaube, die Schweiz hat diese Vorreiterrolle relativ lange beansprucht. Jetzt sind wir natürlich in einem Umfeld, in dem andere Staaten gleichziehen. In den arabischen Staaten ist man unterwegs. China ist nicht schlecht, Südamerika und natürlich die USA. Aber die kleine Schweiz kann nicht überall sein, aber dort, wo wir sind, müssen wir die Besten sein. Und das war und ist immer noch möglich mit der Zusammenarbeit mit der Branche und mit den Kantonen. Also für mich war eigentlich der Hauptansprechpartner einmal
Heinz Ständler vom Kanton Zug, der war näher bei der ganzen Branche. Er hat sehr viele Inputs geliefert. Dann Mark Branson, der Direktor der FINMA, das war ein kreativer, guter Kopf. Auch in der Nationalbank hatte es diese Leute. Und dann kamen diese Kontakte dazu mit Leuten aus der Branche, die, muss ich ehrlicherweise sagen, nicht immer ganz verstanden habe im Detail. Aber ich habe die Euphorie gespürt und diese Euphorie, das war eigentlich ansteckend. Es waren Leute, die so überzeugt waren von ihrer Idee. Ich habe daran geglaubt, weil sie waren überzeugend. Ohne die Details zu verstehen, habe ich gesagt, das muss so vorwärts gehen. Ja. Äh, Leute, die jetzt noch an der Spitze sind, habe ich damals kennengelernt und mich sehr äh, eng auf sie verlassen und auch diese Gespräche geführt. Man muss ja nicht alle Details verstehen. Man muss einfach verstehen, wohin die Reise geht und man muss wissen, was diese Technologie alles machen kann. Und wie sie dazu kommt, ist unwesentlich für einen Politiker, aber man muss verstehen, was kann man damit erreichen und dann muss man das fördern. Ja, ich war mehrmals damals in Zug. Ich habe diese Leute kennengelernt. Ich kenne nicht mehr alle Namen, ich habe die Gesichter noch vor mir in diesen Sitzungszimmern, die leuchtenden Augen und auch die Forderungen: „Jetzt müsst ihr, macht in Bern und wir brauchen das und wir wollen das und das ist das Resultat.“ Und das war sehr, sehr ansteckend. Ich glaube, auch in diesem Klima ist es nachher gelungen, eine Gesetzgebung zu machen in hohem Tempo. Die Schweiz gehört ja in der Regel nicht zu den Ersten, die Regulierungen machen und hier gehörten wir weltweit zu den Ersten, die eine Lösung gefunden haben und eine Lösung, die auf die Praxis abgestimmt war. Und das waren so im Hintergrund eben diese leuchtenden Augen der Zucker des Crypto Valleys, die daran geglaubt haben und die auch immer Erfolge vorweisen konnten. Und man hat dann, auch wenn ich im Ausland war, hat man sehr, sehr genau gewusst, was in Zug, was im Crypto Valley Schweiz läuft. Man hatte mit hohem Respekt davon gesprochen. Ja, hatten ja mal das Silicon Valley in San Francisco und man hat so ein Gegengewicht gesucht. Dann kam man auf Crypto Valley. Am Anfang waren alle begeistert. Dann hat das etwas gebremst, weil Kryptowährungen waren plötzlich etwas in Zweifel geraten. Aber es hat sich eigentlich durchgesetzt und es ist meiner Meinung nach ein guter Begriff, weil Krypto ist nicht schlecht, sondern Kryptowährungen sind etwas Gutes. Die Verwendung und die Anwendung, das ist die Frage. Und es sind immer die Leute, die etwas damit machen. Aber Kryptowährungen werden sich noch vermehrt durchsetzen mit der ganzen Technologie, die dahinter steckt. Die Frage war eigentlich, was dürfen wir tun und was dürfen wir nicht tun? Wo gibt es Grenzen? Weil damals war eine relativ große Unsicherheit. Es gab Länder, die das vollständig verboten hatten am Anfang. Krypto ist Sache des Teufels. In anderen war gar nichts geregelt. Und man hat einfach die Spielregeln gesucht für diese Kryptowährungen. Äh, wollte sie natürlich möglichst breit und offen. Dem haben wir entsprochen, weil ich glaube, wenn etwas Neues entsteht, dann muss Raum entstehen für die Entwicklung. Man darf nicht die Entwicklung bremsen. Und wir haben damals ganz bewusst die Leitlinien sehr, sehr breit gesteckt und haben dann diese Gesetzgebung gemacht. Äh, Wir haben das auch damals sehr, sehr eng mit der Branche gemacht. Wir hatten sehr viele Diskussionen und Sitzungen. Wie soll das gelöst werden? Wie sollen wir das umschreiben? Was löst die Probleme der Praxis am besten? Und dieser erste Wurf ist eigentlich dann auch recht gut gelungen, denke ich. Taskforce ist ja einfach ein Begriff, den man in der Verwaltung braucht, um zu sagen, jetzt haben wir eine eine Sonderorganisation im täglichen Ablauf. Und in dieser Taskforce haben wir einfach die entscheidenden Leute eingebunden, um die Wege zu verkürzen, um die zeitlichen Abläufe zu verkürzen. Und das hat auch gut funktioniert. Ich glaube, ja, Taskforce ist der Begriff der Verwaltung, um Ihnen zu sagen, jetzt passiert etwas außerhalb des gewöhnlichen Trotz.
Und eine Taskforce hat immer etwas mehr Kompetenzen, kann spontan reagieren. Und es ging eigentlich darum, dass wir gesagt haben, um hier schnell zu sein, braucht es eine Sonderorganisation. Es erlaubt einfach, oder das hat erlaubt, dass man alle Akteure an den gleichen Tisch bringt. Sonst bildet man eine Kommission. Eine Kommission muss durch den Bundesrat gewählt werden, die muss dann jährlich Bericht erstatten und damit ist schon gesagt, dass sie nicht vom Fleck kommt und nur Bürokratie betreibt. Und wenn Sie eine Taskforce bilden, dann können Sie alle Akteure an den Tisch nehmen. Es gibt für eine Taskforce keine Regelungen in der Verwaltung, keine Bürokratie. Man kann das einfach dann zusammenfassen und vorwärts gehen. Und das war auch die Form, die dann der Branche ja sehr gut entsprochen hat und auch uns. Muss auch sagen, das geht nicht mit allen, oder? Mit dem Kanton Zug geht das. Ein kleiner Kanton mit Leuten, die so eingestellt sind. Kanton Zürich wäre so etwas schon viel schwieriger. Da müsste auch der Regierungsrat noch den Senf dazugeben. Und das ist der Fluch der Verwaltung, dass die Verwaltung einfach in der Bürokratie manchmal fast erstickt und man muss immer versuchen, das zu umgehen. Ich habe auch einmal in der Verwaltung eine Art Start-up gegründet in der Informatikabteilung, habe die 15 besten Leute zusammengestellt und gesagt, macht, wenn ihr nach 3 Wochen nicht vorwärts kommt, brechen wir ab und beginnen neu. Das hat auch eine Dynamik in der ganzen Verwaltung ausgelöst. Und diese Prozesse in der Verwaltung muss man immer wieder versuchen zu brechen, damit mehr Dynamik entsteht. Ja, die Frage war ja, machen wir ein Blockchain-Gesetz und regeln in diesem Gesetz eigentlich die Technologie? Und wir haben gesagt, nein, das machen wir nicht, sondern wir ergänzen einfach andere Gesetze, damit klar ist, dass die Prozesse im Blockchain, im Kryptobereich ebenfalls darunter fallen. Welche 6 Gesetze es waren, weiß ich im Moment nicht mehr. Es war sicher das Bankengesetz, möglicherweise das Börsengesetz, das Finanzmarktaufsichtsgesetz. Einfach all diese Gesetze, die sich mit diesen Prozessen beschäftigt, haben eine kleine Ergänzung erfahren, um sicherzustellen, wo damit auch der ganze Bereich Krypto gemeint ist. Und das hat sich eigentlich bewährt, weil ein eigenes Blockchain-Gesetz, Liechtenstein, wir waren damals in engem Kontakt, hat ein Blockchain-Gesetz gemacht und musste schon relativ rasch danach das wieder anpassen, weil einfach die Technologie sich rascher entwickelt hat, als man das vorgesehen hat. Der Widerstand war relativ groß, vor allem von linker Seite. Auch im Bundesrat hat man eigentlich wollte man zuerst nichts ändern. Man hat gesagt, man muss zuerst warten, man muss schauen, wie sich das entwickelt und der Schutz der Kunden ist nicht gewährleistet. Diese Haltung ging dann auch durch die Kommissionen, beide Räte durch. Am Schluss ging es aber dann doch relativ gut durch, weil wir konnten überzeugen, dass wir nichts Revolutionäres wollen, sondern einfach, was ohnehin in der Praxis passiert, besser regeln. Und wir hatten Unterstützung von bürgerlicher Seite, aber es gab ganz, ganz wenige Leute auch im Parlament, die verstanden haben, was wir eigentlich jetzt machen. Und da ging es schon darum, einfach zu überzeugen und darzulegen, was wir wollen. Und dieser vielleicht fast etwas Überrumpelungseffekt hat dann auch dazu geführt, dass diese Fragen dann gar nicht aufgetaucht sind. Also wir waren eigentlich in einem Stadium, in dem sich noch niemand so wirklich damit befasst hatte. Und man musste einfach glauben, dass es gut kommt und das haben wir damals fertiggebracht. Also die ganze Kryptowährungen basieren ja auf einer soliden Technologie und diese Technologie ist überschaubar, sie ist nachvollziehbar, sie kann kontrolliert werden. Und auf dieser Basis sind es nachher die Leute, die damit umgehen oder umgehen müssen. Und auch dort sind ja die Prozesse geregelt. Wer hat welche Funktion, wer hat welches Recht, wie kann man allenfalls Verluste auch wieder einfordern. Das Betreibungsrecht war gefragt. Diese Prozesse haben wir in den Gesetzen abgebildet, aber man ist natürlich nie davon gefeit, dass irgendjemand das missbraucht. Oder die Glücksritter ganz am Anfang, die gab es natürlich auch, die geglaubt haben, so rasch zum Geld zu kommen.
Aber da können Sie 20 Jahre warten mit dem Gesetzesprozess. Da wird noch viel schlimmer. Ich glaube, man kann einfach die Leute nicht ändern, aber man kann Leitplanken setzen, innerhalb deren dann das alles abläuft und dann kann man das kontrollieren. Und das kann man auch, weil wir haben hier eine faszinierende Technologie dahinter, die wir auch in anderen Bereichen, in der Verwaltung, in den in der Wirtschaft noch vermehrt einsetzen werden. Das ist ein weiterer genialer Schritt in dieser ganzen Informatik. Ja, der Schweizer Finanzplatz hat ja einige Vorteile verloren, das Bankkundengeheimnis, das nicht mehr ist. Und wir müssen an anderen Orten stark sein, wenn wir den Finanzplatz weiterführen wollen. Und neue Technologien senken die Kosten, erhöhen die Transparenz, erhöhen die Geschwindigkeit. Das ist die ganze Digitalisierung des Finanzwesens. Und hier brauchen wir einen Vorsprung gegenüber den anderen Ländern. Da sind wir immer noch dabei, aber vielleicht nicht absolute Spitze. Und dann gibt es weitere Elemente für den Finanzplatz, die auch digital begleitet werden können. Das ist die Nachhaltigkeit von Finanzprodukten. Das alles kann auch mit digitaler Unterstützung transparenter gemacht werden, schneller erfolgen. Also neue Technologien sind ein Schlüssel für einen starken Finanzplatz. Und je rascher man diesen einsetzt, je besser ist man und je mehr Vorsprung hat man. Und da haben die Großbanken schon noch etwas Luft nach oben, würde ich sagen, von außen betrachtet. Ich bin überzeugt, dass wir damals den richtigen Entscheid getroffen haben. Es war auch viel einfacher, an bestehenden Gesetzen einen Paragraph zu ändern, als ein neues Gesetz, vom Zaun zu brechen und das durchzubringen. Das ist im Parlament eine Frage eines Jahrzehnts. Und wir wollten ja möglichst rasch eine Regelung. Und wir haben schon damals gesagt, auf diesem Weg müssen wir vielleicht dann in 2, 3 Jahren wieder Anpassungen vornehmen, kleinere, aber wir müssen nicht ein ganzes Gesetz neu schreiben, weil neue Gesetze haben es schwer und sie haben auch mehr Kinderkrankheiten, als wenn man auf bestehenden aufbaut und diese allenfalls ergänzt, so wie wir das gemacht haben. Ich glaube, die Schweiz hat hier einen wichtigen Impact geliefert für die ganze Welt, weil die Schweiz als traditionelles Land seriös, zuverlässig, berechenbar mit einer neuen Technologie an der Front steht, ermutigt das andere Länder auch, das zu machen. Und so gesehen hat die Schweiz hier eine Vorreiterrolle gespielt, weil die Schweiz genießt Vertrauen im Ausland mehr, als das manchmal im Inland der Fall ist. Und das waren wichtige Impulse, die so kamen. Ich persönlich stelle das fest, ich habe immer noch gewisse Kontakte. Man orientiert sich noch an der Schweiz, aber es ist wie immer. Wir werden dann langsam bequem und manchmal habe ich etwas Sorge, dass wir schon am Einschlafen sind. Die Community selbst muss hier weiter aktiv sein und Weiterentwicklungen machen und auch fordern, weil, von sich aus passiert in Bern relativ wenig. Aber wenn, eine Community hier ist, die fordert, die Kantone, die Wirtschaft, dann kann sehr schnell etwas passieren und das ist eigentlich die Aufgabe der Branche, hier weiter Druck zu machen. Wir sind natürlich einfach von der Größe des Landes her und von der Größe dieser Community müssen wir uns auch in Zukunft auf Schwergewichte konzentrieren. Wir können nicht den ganzen Bereich abdecken, wie vielleicht die amerikanische Industrie, die amerikanische Community. Auch Singapur, die sind sehr weit. China steigt oder ist eingestiegen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich auf das konzentriert, dass man wirklich gut kann und dann das vorwärts bringt. Wenn wir mit der ganzen Breite aller neuen Bereiche, die jetzt aufkommen, weitergehen, dann verlieren wir vielleicht diese Spitzenstellung. Ich muss aber sagen, ich kann zu wenig sagen, wo wir jetzt wirklich noch in Führungspositionen sind. Aber die Schweiz, ist ja eigentlich ein Nischenland. Wir sind überall in Nischen produzieren wir. Und ich glaube, hier haben wir die gleiche Herausforderung, dass wir in Nischen die Besten sind und, Dinge, die wir weniger gut können oder für die es zu viel Aufwand braucht, einfach liegen lassen. Aber in diesen Nischen war die Schweiz führend, ist sie führend und muss es auch in Zukunft sein.
Das war zweifellos so. Wir hatten diese jungen Firmen, diese jungen Leute in Zug. Wir hatten einen Finanzdirektor in Zug, der das sah. Wir hatten die FINMA, die hier mit Mark Branson gut unterwegs war und auch bei uns in Bern im Staatssekretariat, auch bei mir, war hat das alles gestimmt und wir haben wirklich sehr effizient und gut zusammengearbeitet, daran geglaubt. Es war sicher auch eine gute Konstellation, aber die muss man halt wieder ein bisschen schaffen und die richtigen Leute am richtigen Ort bringen so etwas wieder fertig. Aber ja, wir sind im Grunde genommen träge, das ist leider so. Ist auch nicht immer schlecht, aber hier braucht es diese Begeisterung. Und ich glaube schon, dass es geht. Wir haben viele junge Leute, ich kenne sie auch noch aus der Verwaltung, ich kenne sie aus Zug, ich kenne sie in den Kantonen. Es sind auch an anderen Orten solche Möglichkeiten entstanden. Und die internationalen Kontakte, die nach wie vor bestehen, müssten eigentlich auch dazu beitragen, dass wir hier uns zur Decke strecken und weiterarbeiten. Ja, also ganz generell muss der Staat wieder zu einem Staat kommen, der belohnt und der nicht bestraft. Äh, Wir haben ja eine Diskussion mit Steuern, Steuern abschöpfen, alles Mögliche. Es muss sich einfach lohnen, in der Schweiz zu arbeiten und Geld zu verdienen. Und das muss also nicht nur finanziell muss es sich lohnen, sondern es braucht auch die Wertschätzung der Gesellschaft. Und wir sind ja schon fast so weit, dass wir auf jemanden, der einen guten Lohn hat, zeigen und vermuten, dass etwas mit schlechten Dingen läuft. Ich glaube, wir müssen wieder ein Leistungsstaat werden, der sich über Leistung freut. Und das beginnt in der Schule, in der man die Noten abschafft und alles Mögliche. Es geht einfach nicht, oder? Eine Gesellschaft lebt von der Leistung und vom Ansporn. Wir haben nur noch im Sport, es zählt die höchste Leistung. Und dort sind Emotionen, dort weinen die Leute, dort springen sie herum. Und sonst in der Wirtschaft, wenn jemand eine Spitzenleistung vollbringt, dann vermutet man noch, da sei irgendetwas geschummelt worden. Das ist eine falsche Mentalität, die Einzug gehalten hat. Ich war ja nie allein, sondern ich muss die besten Leute um mich haben. Ich kann einfach die Ideen der besten Leute aufnehmen und sie dann versuchen umzusetzen. Aber ich selbst bin nicht schlau genug, um das alles zu verstehen, muss ich ehrlicherweise sehen. Ich muss mich auf Leute verlassen, muss das einschätzen können, muss sie motivieren, dass sie dann die besten Lösungen bringen, dass sie weiter daran arbeiten, sie auch anstacheln zum Erfolg und dann das umsetzen. Aber es wäre also, man darf einfach nie meinen, dass man alles wissen kann oder alles kann. Man muss sich auf die Leute verlassen und dann mit diesen gehen. Und diese Leute muss man gut verstehen. Man muss verstehen, wie sie ticken, wie sie denken, wie risikobereit das sie sind, wie sie im Alltag auch sind und dann kann man mit ihnen zusammenarbeiten. Doch, das ginge schon. Das könnte man in vielen Bereichen könnte man das noch, wenn man die richtigen Leute zusammen hat, die, eine Idee haben und mit denen das verwirklichen und dann einfach mit viel Druck daran arbeiten und halt auch Risiken eingehen. Wenn es nicht gelingt, ist es nicht gelungen, dann beginnt man halt wieder von vorne. Aber wer gar keine Risiken eingeht, der kommt einfach nicht vorwärts. Und, Kryptowährung wäre noch einmal möglich, mit den richtigen Leuten zusammensitzen, Ziele definieren und dann vorwärts. Äh, Kryptowährung ist nicht eine einmalige Geschichte und wäre wieder möglich, aber man braucht die richtigen Leute. Dann voran, Marsch.